So, und jetzt Ja, gerne. Wieso? komme ich zurück und es bin jetzt nicht mehr nur ich, der zu euch spricht, sondern ich bin einer von 248 österreichischen Filmschaffenden, die sich heute an euch wenden wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Klappe auf. Wir, eine Gruppe von Filmschaffenden, wollen heute unsere große Sorge über den Zustand unseres Landes zum Ausdruck bringen und zu einem gemeinsamen Handeln aufrufen. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun. Und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Diese hellsichtige Warnung von Viktor Klemperer ist heute aktueller denn je. Seit vielen Jahren wird von Seiten der FPÖ, aber mittlerweile auch von Politikerinnen und Politikern anderer Parteien unter Mitwirkung der Boulevardmedien Gift in unsere Gesellschaft gespritzt. Durch das Internet und die Kanäle der sozialen Netzwerke verbreitet es sich rasend schnell. Es ist das Gift der Angst, des Neides und des Hasses, das Gift des Vorurteils und der Verleumdung, das Gift der Spaltung und Aufteilung der Gesellschaft in ein Freund-Feind-Schema, in wir, die Guten, und die anderen, die Bösen, in wir, die Opfer, und die anderen, die Schuldigen. Dies tun sie in einer Sprache, die nicht davor zurückschreckt, Intoleranz jeder Art gesellschaftsfähig zu machen und damit den Nährboden für Gewalt zu bereiten. Koalitionspartner ÖVP toleriert diese Sprache und nutzt sie für seine politischen Zwecke. Es genügt nicht, Antisemitismus und Rassismus als rote Linie zu definieren, wie das der Kanzler und der Vizekanzler kürzlich getan haben. Hier werden Lippenbekenntnisse als Feigenblatt missbraucht, um dann aus gleichsam moralisch geschützter Position verschiedene Menschengruppen gegeneinander auszuspielen und daraus politisches Kapital zu schlagen. Dass die Zusammenarbeit mit Mitgliedern von rechtsextremen Burschenschaften beendet werden muss, ist eine Selbstverständlichkeit. Leider nicht in Österreich. Darum fordern wir den Bundeskanzler und alle ÖVP-Regierungsmitglieder auf, die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern deutschnationaler Burschenschaften und anderer rechtsextremer Organisationen sofort zu beenden. Die rote Linie muss aber noch weiter gezogen werden. Unsere Gesellschaft muss alle Menschen schützen, die wegen ihrer Religion, Herkunft, sexuellen Orientierung, wegen ihres Geschlechts oder ihrer sozialen Stellung angegriffen werden und all jene in die Schranken weisen, die angreifen. Diese rote Linie wird täglich überschritten. Die Politik und die Boulevardmedien tragen dafür entscheidende Verantwortung. Schluss mit dem Doppelspiel, Schluss mit dem perfiden Imagewashing. Wir fordern ein generelles Ende jeglicher Hetze und wir fordern ein Mehr an Solidarität. Waren gestern noch Asylsuchende und Geflüchtete das Feindbild, so sind es heute auch die Arbeitslosen und Mindestsicherungsbezieher. Sprach man gestern von Wirtschaftsflüchtlingen und gewalttätigen Ausländern, spricht man heute auch von Sozialschmarotzern und Durchschummlern. Und morgen? Wer ist morgen dran? Wem nützt diese Entsolidarisierung? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ursula Strauß und Stefan Różewicki haben schon darauf hingewiesen. Herz und Verstand sind unsere Antriebskräfte. Empathie und Analyse. Darum gehen Menschen seit über 100 Jahren ins Kino. Um zu fühlen,
um zu verstehen. Leisten wir Widerstand. Lasst uns aufstehen. Wir danken euch. Danke dir. Bravo. Ja. Vielen Dank.